Da stellt sich ja auch die Frage, wenn jetzt zum Beispiel von Behörden ein gewisser Impfdruck aufgebaut wird, das kann da bis dahin gehen, dass ganze Betriebe sozusagen ihre Angestellten zur Impfung auffordern und in gewisser Weise ein gesellschaftlicher Zwang zur Impfung besteht. Wie ist da dieses Verhältnis zwischen dem, der geimpft wird, der vielleicht auch einer Impfung gar nicht zustimmt, was ja nicht selten der Fall ist, und trotzdem aber einem Zwang ausgesetzt ist? Ja. Nun kann in der ganzen Impfpflicht oder versuchenden Impfpflicht etwas ganz Wesentliches, nämlich zur Erkraftung kommen. Es kann sich der Einzelne aufrichten, und das ist das Wesentliche, was ich damit für die Impfung aussagen kann. Also das Alleressentiellste, was ich für diese Impfung aussagen kann. Es muss sich der Einzelne regelrecht mit dem Krankheitsbild auseinandersetzen. Dann als nächstes bedarf es eines bewussten Wahrnehmens, wie das Verhältnis ist, die Behörde und der Einzelne. Die Krankheit entsteht durch Integritätsverlust. Sie ist durch die Massensuggestionen der Zeit verursacht. Dadurch gibt es immer diese Art eigenartigen Infektionen, die eben die Gefahr in sich tragen, dass sie sehr lungenspezifisch werden und dort in diesen Bereichen, wenn sie tiefer gleiten, die Infektionen, sehr, sehr hartnäckige Krankheitssymptome erzeugen, die auch bis zum Tode führen können. Wenn dies eben der Fall ist, dass die Krankheit durch eine Suggestionsüberflutung des Menschen entstanden ist, dann muss der Einzelne sein Denken so stark aufrichten und so sich in die Beziehung begeben, dass er ein Gefühl erzeugt, das durchaus einmal in empathischer Hinsicht auch entwickelt wird. Er muss sehen, nicht ich bin ein Opfer der Impfung. Diese Schlussfolgerung gibt es im Geistigen nicht. Ich bin ein Opfer der Impfung geworden. Das kann nicht existieren. Denn da wird der Engel, der ihm gegenübertritt und sagt, jetzt rechnen wir mal, was da im Leben geschehen ist, der wird sagen, ja, du bist nicht ein Opfer, du hast versäumt, dich mit der Sache so auseinanderzusetzen, und deshalb versuchst du jetzt mit der Opferrolle hier vor mir anzutreten. Du bekommst 0 Punkte hierfür, denn diese Opferrolle werde ich hier nicht akzeptieren. Ich werde sogar noch genauer hinschauen, ob du nicht als Opfer vielleicht sogar Täter bist. Genauer werde ich diese Sache sogar noch betrachten. Denn häufig sind die am meisten Opfer sind, die größten Täter. Ganz häufig sieht man dieses Phänomen in der Weltenschöpfung. Also in der geistigen Welt, wenn man sich das vergegenwärtigt, ist die Umkehrung. Und jetzt in der irdischen Welt wird man durch logische Denkart, also durch eine gut fundierte philosophische Art des Denkens, durch Dialektik wird man das bezeichnen, durch richtige Dialektik wird man ebenfalls zu dem gleichen Ergebnis kommen. Man muss noch nicht ganz hellsichtig sein, um diese Ergebnisse zu entwickeln, sondern man kann sie dialektisch erschließen. Wenn die Suggestion die Ursache ist, wenn ich diese Hypothese einmal an den Anfang setze und der Integritätsverlust des Menschen eigentlich damit zum Bild der Schwäche führt und die Krankheit entsteht, da muss der Mensch ein Heilmittel entwickeln. Und dieses Heilmittel entsteht durch das Denken in logischen Zusammenhängen. Und es entsteht durch ein Bewusstsein, das man sich vergegenwärtigt. Ich bin nicht ein Opfer, sondern ich habe ein bestimmtes Verhältnis zu dem, der mich impft. Der mich impft, beziehungsweise die Behörde, die das veranlasst, im großen Stil, also in einen Gesamtdrang, ist eigentlich
in einem Sinne, in einem Verlustgefühl. Weil warum muss man überhaupt solche Maßnahmen mit Zwangsimpfungen machen? Sie entstehen aus Angst oder vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen. Es ist gar nicht einmal wichtig, die Gründe jetzt alle nebeneinander zu analysieren. Jedenfalls der eine Maßnahme aufdrängt, dem Bürger, der steht in einer schlechteren Position. Während der Bürger sich jetzt eine stärkere Position aneignen kann und seine Integrität gewinnen kann. Mit der Integrität gewinnt er das Heilmittel. Und er gewinnt auch das Heilmittel, weil er sieht, der andere ist eigentlich bedürftig. Ich lasse mich impfen, trete mit Bewusstsein dem Phänomen der Impfung auch allen Nebenwirkungen entgegen. Sie werden mich nicht niederlegen können. Langzeitfolgen, Langzeitschäden werde ich ebenfalls aufhalten können, weil ich sehe, dass das Krankheitsbild, das mit Corona gegeben ist, dass das einerseits gar nicht so schwerwiegend sein müsste und wenn es durch Impfung jetzt aber in eine nochmals weitere Vermeidung geführt wird, kann dieses Krankheitsbild schließlich mich nicht mehr mit seiner Angst wirklich ergreifen und auch die Impfangst kann mich nicht ergreifen. Somit kann sich der Mensch durch Konfrontation mit den wirklichen möglichen Inhalten gegen die Situation wehren. Und er wird eine Immunkompetenz entwickeln. Er wird also Langzeitfolgen, die eventuell in nervlichen Belastungen, Nervenkrankheiten und auch Zelldegenerationen sich ausdrücken werden, kann diesen bereits entgegenwirken. Und er lässt sich impfen, etwa in diesem Sinne, dass er ein Verhältnis mit Empathie herstellt zu der gegenwärtigen Zeit und zu den Behörden. Er sieht sich nicht mehr als Opfer, sondern er sieht sich nun als einer, der seine Individualität in größerem Maße entwickelt und dadurch auch mit einem weisheitsvollen Blick auf die Umstände der Zeit schauen kann. Es ist sehr gut nachvollziehbar, dass durch die eigene Auseinandersetzung und durch die eigene Erkenntnis zur Sache eine wirkliche Stärkung sowohl für die Krankheit als auch im Umgang mit der Impfung entsteht. Wobei natürlich eben auch die Freiheit besteht, sich nicht impfen zu lassen, immer die Konsequenzen eben zu tragen. Das ist eine andere Sache. Jetzt vielleicht noch ein Beispiel, wäre für mich sehr interessant. Ja. Gerne füge ich noch ein kleines Beispiel hinzu zu den vorhergehenden Ausführungen, damit die vorhergehenden Ausführungen besser noch erfasst werden können. Auch erfasst werden können, wie einerseits die Empathiefähigkeit und andererseits die wirkliche neue Positionierung des Menschen in einer besseren Integrität stattfinden kann. Als der Lockdown in Italien war, der wurde ja sehr, sehr straff durchgezogen. Der wurde ja so durchgezogen, dass schon Leute, die auf den Balkon gegangen sind, ermahnt wurden, manchmal sogar bestraft wurden. Also es wurde ein sehr straffes Programm durchgezogen. Nun bin ich natürlich immer einer, der sich gerne so kleine Wege in den Wald sucht und dort seine frische Luft atmet. Ich begegne auf diesem Weg der Forstpolizei. Die Forstpolizei gilt als die schärfste Polizei in Italien überhaupt. Sie sind auch grundsätzlich immer bewaffnet. Nun, ich begegne der Forstpolizei und weiß natürlich zu Recht, dass ich gar nicht diesen Ausgang in Anspruch hätte nehmen dürfen. Es kommt zum ernsthaften Auseinandersetzen. Und ich entgegne ja, ich kann die Strafe bezahlen. Die war wäre gesalzen gewesen, so muss ich sagen. Ganz gesalzen, also wäre durchaus 2000 € gewesen. Ja. Also sehr gesalzen wäre die Strafe gewesen für dieses illegale Ausgehen in den Wald. Aber wir gingen in das Gespräch. Und ich sprach, für mich ist es, um das Gespräch abzukürzen, um die Essenz des Gesprächs nur darzulegen, für mich sind es 2000 € Strafe.
Für sie aber ist es eine viel schwerere Last, die sie tragen müssen. Denn sie müssen die Strafe auferlegen und sie sehen, dass hier im Wald weder ein Fuchs noch ein Hase angesteckt werden können. Denn selbst diese werden rechtzeitig flüchten, sodass sie nicht einmal in die Annäherung einer Inkontamination geraten können. Und deshalb ist es für mich leidlich, wenn Sie für mich diese Strafe leisten müssen. Es kam zum weiteren Gespräch. Wir gingen friedvoll auseinander. Es kam zu keiner Strafe, weil es war klar, dass ich auch eine Verantwortung über meine Sache machen kann. Er sagte dann zuletzt in einfachen Worten, der Forstpolizist, Sie können mit dem Ganzen umgehen. Es wäre nicht gerechtfertigt, Ihnen eine Strafe zu nehmen, da Sie Verantwortung zeigen. Das Wort Verantwortung konnte in rationaler Weise damit in die Diskussion kommen. Und es entstand eine Verbindung zwischen uns beiden, die sich dann zeigte im Laufe des Sommers und Herbstes, denn wir kamen öfters noch zusammen. Und ich möchte nicht Freundschaft sagen, was entstanden ist daraus, aber es entstand wirklich eine menschliche Verbindung. Wenn man auf die Impfung jetzt blickt und wenn heute der Mensch auf den ganzen Suggestionsweg, der mit Covid verbunden ist, hinstarrt und die Suggestionen, die schon längst vorher abgelaufen sind in Politik und Wirtschaft und vielen anderen Bereichen, dann wird er sagen, diese Suggestionen spalten den Menschen. Er wird zu dem Ergebnis kommen, dass er regelrecht spaltende Kräfte im ganzen System feststellt, die aber die Menschen unbedachterweise ausführen. Und er kann sich nun mit seiner eigenen rationalen und gut durchdachten, auf fundierten Inhalten beruhenden Positionierung eine wirkliche Verbindung zu denen schaffen, die ihn zunächst feindselig gegenüberstehen, die ihn impfen wollen und ihm eine Körperverletzung antun wollen. Er kann sich sagen, Sie müssen mir eine Körperverletzung antun, aber das, was wirklich Sie sich selbst und im Sinne einer geistigen Entwicklung hier an Verletzung zuziehen, das ist viel größer wie diese kleine Körperverletzung, die Sie mir anfügen. Das Verhältnis, das wird zu wirklicher Beziehung geschaffen. Und selbst wenn es noch nicht in einigermaßen Übereinstimmung geschieht, in Akkordanz, in einer eigenen guten Dialogfähigkeit, da ist trotzdem einmal der Anfang gemacht zur menschlichen Kultur, nämlich zur Empathie, das schon damals mit der Pockenzeit kommen hätte müssen. Und schließlich von der Empathie zu einem wirklichen verstehenden, einfühlsamen Eindringen in die Situation, die nämlich dann für alle Beteiligten eine Erlösung darstellt und eine Form des ganzen Umgehens mit einem Krankheitssymptom, das sich über größere Wege zur Entwicklung in Form von Heilung dann oder von größerer Integrität zeigen kann. In diesem Sinne könnte man die evangelischen Worte einmal sagen, kämpfe nicht Zahn um Zahn, Auge um Auge, wie es zu den Alten gesagt ist, sondern beginne, dass du dich da immun machst, indem dass du deine Backe hinhältst. Wenn der andere dir mit der Injektion kommt und du nur Abwehrgefühle hast. Nein, beginne deine Feinde zu lieben, aber was heißt es zu lieben? Das ist nicht ein kleiner, passiver, netter Gefühlsakt. Das hat mit Sentimentalität nichts zu tun. Das ist eine Auferstehung des ganzen Schöpferpotenzials des Menschen, wo der Mensch sich wirklich einmal
die Frage stellen muss, ja, was geht denn in den anderen vor? Und indem, dass er den anderen richtig erkennt, indem, dass er die Zeitbogen und die ganzen Steuerungen der verschiedenen Ambitionen und Intentionen kennenlernt, wird er nämlich den anderen nicht mehr als Feind begegnen, sondern wird er sehen, der andere hat einen Bedarf und diesen Bedarf, das darf ich ihm nicht vorenthalten, indem dass ich mich sofort mit dem Phänomen der Abwehr begegne und damit eine Polarität errichte. Denn das Errichten der Polaritäten ist ja gerade eine, wenn man sagt, wie sagt man es, ja, eine regelrechte Gefahr ist es. Also da kommt das, was man in Sanskrit nämlich bezeichnet mit Pramada, das Ja der Gefahr, das Ja, in dem sich die scharfen Polaritäten errichten und die eben dadurch zum eigentlichen Bild der kriegerischen Konfrontation entwickeln, die immer, wenn sie so polar stattfinden, unfruchtbar sind und meistens ohne jegliches Ehrgefühl eintreten. Jeder kämpft noch um seinen letzten Rest Ehre und bemerkt gar nicht, wie er ihn ohnehin schon verloren hat.